Herzlich willkommen zum neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Es gibt unzählig viele Saatgutmischungen auf dem Markt, doch welche ist die richtige für dich? Das Thema behandeln wir heute. Viel Spaß! Die Frage ist erstmal, was zeichnet einen schönen Rasen aus? Ja, es gibt mehrere Faktoren. Der Rasen muss farblich absolut gleichmäßig und homogen sein. Er sollte nicht zu grob, aber auch nicht zu fein sein. Und viel wichtiger, er sollte auf deinen Anspruch bzw. auf deinen Standort und auf deine Bedingungen perfekt passen. Sollte er robust sein? Sollte es ein Zierrasen sein? Wird er stark belastet, nicht stark belastet? Wird er stark gepflegt oder wird die Pflege vernachlässigt? Um dieses Thema geht es heute. Wir sprechen da einfach mal drüber. Und das Ganze wird ein Zweiteiler. In diesem Video, nämlich in Teil 1, behandeln wir die Gräser in der Theorie und auch die Mischungen in der Theorie. Und dieses Video, Teil 1 und Teil 2, spricht eher Anfänger an, die jetzt erst mit dem Rasen anfangen, oder auch Fortgeschrittene, die vielleicht den Rasen zum zweiten Mal neu anlegen. Bevor du jetzt losrennst, gehst in den Baumarkt oder schaust im Internet nach Saatgutmischungen und lässt dich vielleicht von den schönen Marketingbildern von dem Rasen blenden, würde ich dir ein paar kleine Tipps geben. Zuerst mal solltest du wissen, wie wird dein Rasen später belastet. In meinem Fall, ich habe einen Spielturm, bedeutet, ich habe 2 Kinder und ich habe einen Hund. Das bedeutet, dass der Rasen extreme Belastungen standhalten muss. Und somit fallen schon sehr viele Saatgutmischungen eigentlich raus, weil sie dafür gar nicht gemacht sind. Prinzipiell solltest du dir auch im Klaren sein oder mal überlegen, ist die Fläche eher im Schatten, ist sie eher in der Sonne? Willst du wässern oder kannst du vielleicht gar nicht wässern? Zudem, wie ist deine Bodenbeschaffenheit? Hast du einen sandigen Boden? Hast du einen lehmigen Boden? Wohnst du vielleicht in höheren Lagen in der Alpenregion? Das sind alles so Faktoren, wo man sich erstmal Gedanken machen muss und daraufhin die Rasen-Saatgutmischung perfekt einstellen sollte bzw. aussuchen sollte. Und das alles erkennt man nicht an den schönen Bildchen, die einem versprochen werden, sondern das alles erkennt man an einem grünen Deklarationsaufkleber. Da steht alles über die Saatgutmischung drin und dran, ohne dass man es vielleicht glaubt zu wissen. Und aus dem Grund gehen wir jetzt alles mal einzeln durch. An diesem Aufkleber erkennt ihr Folgendes. Ihr erkennt zum einen mal die Grasart und die Grassorte, also die Sorte von der Art. Doch was heißt es jetzt genau? Die Grasart beschreibt erstmal die groben Eigenschaften vom Gras. Wie belastbar ist er? Wie vermehrt sich das Gras? Braucht es viel? Braucht es wenig Wasser? Liebt es eher sandigen oder eher lehmigen Boden? Die Grassorte ist dann wiederum die Beschreibung dieser Grasart. Wie fein ist das Blatt wirklich? Welche Farbe hat das Blatt? Wie krankheitstolerant oder stresstolerant ist diese Sorte? Oder wie dicht wird der Rasen später sein im Vergleich zu den eigenen Grasarten? Oder wie konkurrenzfähig ist es überhaupt im Vergleich zu anderen Grasarten? Vereinfacht gesagt beschreibt die Grasart die Automarke, Beispiel Mercedes, und die Grassorte beschreibt das Automodell, sprich A-Klasse oder S-Klasse. Und somit weiß eigentlich jeder, Mercedes steht für Luxus, höchsten Fahrkomfort, aber eine A-Klasse ist noch lange nicht so gut wie eine S-Klasse. Gehen wir mal auf die einzelnen Grasarten ein, ein grober Überblick, damit ihr mal wisst, was die Grasarten überhaupt so auszeichnet. Ich hätte gesagt, wir fangen mal mit der Lolium perenne an. Das ist auch bekannt als das deutsche Weidelgras. Da gibt es mit Abstand die meisten Sorten. Von fein, hell, dunkel, tiefschnittverträglich und. Die Lolium perenne, sie hat den Vorteil, ich habe hier mal einen Koffer, da ziehen wir es mal raus.
Hat den Vorteil, sie keimt extrem schnell. Die Keimzeit beträgt ca. 5 bis 7 Tage und dadurch wird der Rasen extrem schnell dicht. Und diese Lolium perenne ist eigentlich in fast jeder Saatgutmischung drin. Sie ist extrem trittfest, sie verträgt Scherkräfte, sie mag es belastet zu werden. Sie ist relativ nicht so pflegebedürftig, aber sie braucht schon relativ viel Nährstoffe. Und die Lolium perenne eignet sich eigentlich ideal als Mischungspartner für andere Gräser. Und aus dem Grund ist auch die Lolium sehr stark in Nachsaatmischungen vertreten, da sie einfach eigentlich überall reinpasst, sehr gute Eigenschaften hat und nahezu immer aufgeht, schnell keimt, weil da am wenigsten schief gehen kann. Kommen wir zur nächsten Grasart, das ist die Poa pratensis, auch bekannt als die Wiesenrispe. Die Wiesenrispe ist sehr gut trittverträglich, auch hohe Scherkräfte hält sie aus, denn sie verbreitet sich durch unterirdische Ausläufer und dadurch wird das Wurzelgeflecht und die ganze Grasnarbe wird extrem stabil und deswegen ist die Poa pratensis sehr beliebt bei Sportrasen und somit auch ideal für deinen Hausrasen, wenn du Kinder hast oder wenn du Hunde hast. Sie braucht so mittelmäßig Nährstoffe und hat aber den ganz großen Vorteil, dass sie auch ein sehr guter Mischungspartner ist und ideal sich kombinieren lässt mit der Lolium perenne. Und die Wiesenrispe ist nahezu in jeder Mischung vertreten. Der große Nachteil ist einfach die Keimzeit. Sie braucht relativ lange, bis sie keimt. Die braucht ungefähr 3 bis 4 Wochen, bis man dann mal das ein oder andere Helmchen sieht. Und so lange muss natürlich der Rasen permanent feucht gehalten werden. Das nächste Gras ist auch sehr wichtig, das ist die Festuca rubra, auch bekannt als Rotschwingel. Die Festuca rubra gibt es in 3 verschiedenen Arten und Fakt ist, da gehen wir nicht auf jede Art ein. Man kann im Allgemeinen sagen, dass die Festuca rubra ist ein sehr feines Gras, braucht sehr wenig Nährstoffe, ist relativ anspruchslos, was wie gesagt Nährstoffe angeht. Braucht allerdings relativ viel Pflege, weil dieses Gras relativ stark verfilzt. Bedeutet auch, ich kann es nicht als Mulchgras einsetzen. Ich kann eher weniger einsetzen, wenn ich einen Mähroboter habe, weil dieses Gras enthält sehr viel Lignin und das lässt sich nur sehr schlecht von den Bodenbakterien zersetzen. Der große Nachteil auch bei diesem Gras, die Festuca, egal welche Art, verträgt nur mäßig die Trittbelastung und starke Belastungen. Also das heißt, wenn ihr Hunde habt oder wenn ihr Kinder habt, Spielturmbereich, würde ich dieses Gras eher weniger einsetzen und weniger empfehlen. Die Festuca rubra ist allerdings in den meisten Mischungen vertreten. Das hat den Hintergrund, weil wenn der Rasen nicht so gut gepflegt ist und vor allem auch die Nährstoffgabe nicht gewährleistet ist, dann dominiert dieses Gras und die anderen Gräser wie die Lolium und die Pratensis, die ziehen sich dann eher zurück und euer Rasen ist zumindest noch grün und einigermaßen dicht. Kommen wir zum nächsten Gras, das ist die Festuca arundinacea, besser bekannt als Rohrschwingel und vor allem auch einfacher auszusprechen. Der Rohrschwingel, der ist extrem trockenheitstolerant. Bedeutet, in den Regionen, wo es kaum regnet, kann dieses Gras ideal zum Einsatz kommen, denn dieses Gras wurzelt bis zu 1 Meter tief, vorausgesetzt der Boden lässt es zu. Der Nachteil, meine persönliche Meinung, ich finde die Blätter sehr grob und die Sorten, die sind relativ dunkel und dadurch sieht man natürlich die Ungräser deutlich mehr. Vom Pflegeaufwand ist ein Gras, das relativ wenig Pflegebedarf und deswegen ist es eigentlich ideal für sehr trockene Lagen oder für die Leute, die einfach sagen, ich habe einen Schrebergarten und da soll dieses Gras zum Einsatz kommen. Dann gibt es noch die Acrostis stolonifera oder die Capillaris, auf die gehen wir gar nicht ein, denn das sind dann Spezialsamen, die hauptsächlich in Golfgreens zum Einsatz kommen, die man extrem tief mähen kann. 3-4 mm ist da gar kein Problem, aber im Hausrasen sind diese Sorten gar nicht drin.
So, dann kommen wir zum letzten Gras, was im Hausrasen auch immer vermehrt eingesetzt wird. Das ist die Poa supina, auch bekannt als die Lägerrispe. Die habe ich persönlich in meinem Hausrasen, da sie einfach mega belastbar ist, extrem schnell regeneriert. Großer Nachteil ist aber, sie braucht extrem viel Nährstoffe und extrem viel Wasser, weil sie nur 3 bis 5 cm tief wurzeln kann. Von den Sorten her, da gibt es eigentlich nur 2 bzw. 3 verschiedene Sorten und die sind alle sehr hell eingestuft. Das hat zum einen zwar den Vorteil, dass man die Fremdgräser nicht so sieht, hat aber auch den Nachteil, dass der Rasen immer etwas heller wirkt oder auch im Winter vor allem etwas gelblicher wirkt, denn der Winteraspekt ist nicht so gut. Jedoch lässt die Poa supina sich perfekt mulchen und ist somit eigentlich ein ideales Gras für Mähroboter, denn die Lägerrispe, sie liebt einfach, täglich betreten zu werden, täglich bespielt zu werden und somit ist sie meiner Meinung nach, vorausgesetzt ihr habt Wasser und genug Nährstoffe, ideal für den Hausrasenbereich. Wie du es vielleicht auch gerade gesehen hast, sind die Samengrößen völlig unterschiedlich. Je nach Grasart mal feiner, mal gröber und deswegen solltest du auch darauf achten, dass die Angaben der Prozente in der Mischung sich immer auf das Gewicht beziehen. Das bedeutet, dass es auch sein kann, dass die Poa supina mit nur 5% Anteil später 30, 40 oder sogar 50% vom gesamten Rasen ausmachen kann. Ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Bedeutet, die Grasart beschreibt erstmal die grobe Belastung vom Rasen, wie ist die Eigenschaft, und die Sorte, die beschreibt dann auch immer die Blattfeinheit, die Farbe, wie stresstolerant oder wie krankheitsanfällig ist so ein Rasen, wie ist der Winteraspekt etc. In der Videobeschreibung findet ihr dann auch alle Sorten. Wir verlinken da einfach das Bundessortenamt für Rasengräser. Da könnt ihr euch dann auch mal reinlesen und da seht ihr immer die ganze Gewichtung, wie, wo, was. Ja, prinzipiell würde ich sagen, ich habe gesagt, es ist ein Zweiteiler. Im zweiten Teil gehen wir dann auf unsere Erfahrungen ein. Wir haben ja Testflächen, wir haben ja verschiedene Mischungen, wo wir dann auch mal drauf eingehen, wie unsere Erfahrungen sind. Wie gesagt, seht ihr im zweiten Teil. Was ich euch noch mitgeben kann, ist nur, achtet auf einen sehr guten, namhaften Hersteller. Es gibt sehr viele Hersteller. Wir persönlich verwenden Eurogreen, da haben wir mega gute Erfahrungen gemacht. Es gibt aber auch noch andere Hersteller, sehr gute Hersteller wie Kiepenkerl. Dann gibt es zum Beispiel noch ProCementis oder dann auch Juliva Hesa, die sind auch alle gut. Einen von denen würde ich persönlich empfehlen. Wie gesagt, im zweiten Teil gehen wir dann mehr auf die Praxis ein und da dürft ihr dann auch mal die Flächen anschauen. Und ihr seht ja auch hier, die Fläche hier sieht soweit ganz gut aus, vor allem jetzt Ende März. Ich denke, da kann man nicht groß meckern, denn das Saatgut ist am entscheidendsten für das Gesamtergebnis später. Ich freue mich auf den zweiten Teil, wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns. Bis dann.